Ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um das Prostatamittel Tamsulosin. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, es wird ganz kurz und knapp gehalten. Für nähere Informationen, weitere Fakten und auch wie wirkt mein Tamsulosin oder welche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten habe ich zu erwarten, da empfehle ich Ihnen mein Video Tamsulosin intensiv. Den Link lege ich Ihnen hier unten rein und dann kann es jetzt losgehen. Das Tamsulosin wird angewandt bei Symptomen im unteren Harntrakt, bei einer gutartigen Prostatavergrößerung. Man möchte damit erreichen, dass es wieder zu einem verbesserten Harnfluss kommt. Das Tamsulosin wird einmal täglich angewandt. Sie sollten es immer nach dem Frühstück oder zumindest nach der ersten Mahlzeit am Tag einnehmen. Das bedeutet, wenn Sie jetzt nicht frühstücken und erst gegen Mittag was essen, dann nehmen Sie das Tamsulosin bitte auch erst danach ein. Man möchte damit erreichen, dass der Wirkstoff etwas langsamer ins Blut aufgenommen wird und dadurch etwas länger und stetiger wirkt. Das erreicht man, indem man vorher etwas gegessen hat. Zusätzlich steht auf der Packung auch immer drauf, mit veränderter Wirkstofffreisetzung. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Wirkstoff nicht als Ganzes sofort freigegeben wird, sondern über den Tag verteilt und verzögert immer wieder ins Blut abgegeben wird, sodass Sie dann bestmöglich den ganzen Tag mit dem Wirkstoff versorgt sind. Wenn Sie mit der Tamsulosin-Einnahme beginnen, dann ist das Wirkmaximum etwa so nach 5 Tagen erreicht. Es kommt in den ersten Tagen immer zu einer leichten Aufdosierung des Wirkstoffes in Ihrem Körper und nach 5 Tagen ist dann ein Zustand erreicht, wie er dann auch bleibt. Wenn Sie eine Niereninsuffizienz haben, dann muss man bei dem Tamsulosin nichts beachten, da der Wirkstoff über die Leber abgebaut wird. Auch hier können Patienten mit einer leichten oder mäßigen Leberinsuffizienz das Tamsulosin einnehmen. Nur bei einer sehr starken Leberinsuffizienz ist die Einnahme des Tamsulosins nicht empfohlen. Das Tamsulosin, das hat eine recht positive Nebenwirkung, da es nicht nur dazu führt, dass die Prostata unter der Einnahme etwas relaxiert, etwas entspannt und auch die Harnröhre sich etwas weitet, kann das Tamsulosin auch dazu führen, dass in Ihrem Körper Ihre Blutgefäße sich etwas entspannen können. Das hat dann zur Folge, dass der Blutdruck eventuell etwas sinken kann. Mir ist an dieser Stelle wichtig, dass wenn Ihnen zum Beispiel der Urologe das Tamsulosin verordnet hat und Ihr Hausarzt noch nichts davon weiß und Sie Bluthochdruck-Patient sind, dass Sie bitte Ihren Hausarzt davon in Kenntnis setzen, weil es doch häufig möglich ist, unter der Tamsulosin-Einnahme dann einen anderen Blutdrucksenker etwas runter zu dosieren oder gar wegzulassen. Machen Sie das natürlich nicht im Alleingang, sondern zusammen mit dem Arzt. Aber das ist jetzt mal ein Fall, bei dem eine Nebenwirkung auch mal etwas Positives haben kann. Aufgrund dieser Nebenwirkung kann es unter der Tamsulosin-Einnahme bei etwa jedem 10. bis 100. zu Schwindel kommen. Es kann bei jedem 100. bis 1000. Auch durch diese Gefäßweitstellung zu Kopfschmerzen führen. In ganz seltenen Fällen ist von Ohnmacht berichtet worden. Das betrifft aber nur jeden etwa 1000. bis 10.000. Daran sehen Sie aber auch, dass Sie, wenn Sie das Tamsulosin neu verordnet bekommen, einmal ein paar Tage, wenn möglich, erstmal kein Auto fahren und sich selber beobachten. Streng genommen kann man erst so nach etwa diesen 5, 6 Tagen beurteilen, wie Sie auf das Tamsulosin reagieren. Da es aber sehr gut verträglich ist, empfehle ich Ihnen hier 2 bis 3 Tage, am besten am Wochenende, sich zu beobachten, dass Sie diese Nebenwirkungen wie Schwindel zum Beispiel nicht entwickeln und dadurch steht dem Autofahren und dem Bedienen von Maschinen dann, wenn Sie es gut vertragen,
Fall natürlich nichts im Weg. Eine Nebenwirkung des Tamsulosins kann sein, dass es bei etwa jedem 10. bis jedem 100. zu Ejakulationsstörungen kommt. Was bedeutet das nun? Es kann sein, dass es zu einer trockenen Ejakulation kommt oder dass es zu einer sogenannten retrograden Ejakulation kommt. In dem Fall wird die Spermienflüssigkeit rückwärts in die Blase gestoßen. Das tritt unter der Tamsulosin-Einnahme selten auf, aber ich möchte Sie darüber informieren, dass wenn Sie das bei sich beobachten, dass das die Nebenwirkung des Tamsulosins sein kann. Der Vorteil daran ist, dass diese Nebenwirkung reversibel ist. Das heißt, wenn Sie das Tamsulosin absetzen, dass diese Störung dann behoben ist. Diese Information ist natürlich auch noch wichtig für die Männer unter Ihnen, die noch Kinderwunsch haben. Bitte beachten Sie, dass diese Nebenwirkungen auch vielleicht 99 von 100 Patienten nicht betreffen. Ich möchte nur, dass Sie genau wissen, wenn das bei Ihnen auftritt und Sie das bemerken, dass der Wirkstoff Tamsulosin dafür verantwortlich sein kann. Gehen Sie da bitte mit Ihrem Arzt ins Gespräch, wenn das bei Ihnen auftritt, damit man vielleicht eine Alternative findet. Unter Tamsulosin kann es natürlich auch zu den typischen Nebenwirkungen kommen, die fast jedes Medikament hat. Einmal sind da die Magen-Darm-Symptome zu erwähnen, einmal die Übelkeit, das Erbrechen, Durchfall oder auch Verstopfung. Dann kann es auch zu den typischen Hautreaktionen kommen, eventuell zu einem Hautausschlag oder aber auch zu Juckreiz oder Nesselsucht. Diese beiden Nebenwirkungen, die betreffen so etwa 1 bis 10 Personen von 100 Personen, die das Tamsulosin einnehmen. Was an dieser Stelle mir wichtig ist zu erwähnen, dass es unter der Einnahme, wie erwähnt, ja zu dieser Blutdrucksenkung kommen kann. Es kann aber auch zu einer sogenannten orthostatischen Hypotonie kommen. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn man aus dem Bett aufsteht, dass einem dann schummrig wird oder man eventuell einmal so leicht absackt. Die Nebenwirkung ist nicht so häufig, aber gerade bei älteren Personen ist es wichtig, dass die im Hinterkopf behalten wird. Wenn Sie Näheres dazu erfahren möchten, schauen Sie gerne in mein Video Tamsulosin intensiv. Da erkläre ich das nochmal genauer. Die gerade erwähnte Nebenwirkung, die betrifft so etwa jeden 100. bis 1000. Genauso selten kann es auch mal zu einem verstärkt gefühlten Herzschlag kommen. Es kann auch genauso selten dazu kommen, dass man das Gefühl hat, dass die Nase irgendwie verstopft ist oder aber auch die Nase ein wenig läuft. Auch das kann die Ursache des Tamsulosins sein, wenn das bei Ihnen nicht nur in einem bestimmten Zeitraum stattfindet, sondern Sie das Gefühl haben, dass das seit der Tamsulosin-Einnahme bei Ihnen vorherrscht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Ihr Prostatamittel Tamsulosin etwas näher bringen. Für weitere Informationen lege ich Ihnen, wie gesagt, mein Video Tamsulosin intensiv ans Herz und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.